Wenn man über den Glauben in Korea spricht, kommt man an einem Thema nicht vorbei: den koreanischen Märtyrern. Keine Sorge, das wird jetzt hier kein trockener Geschichtsunterricht, aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man kennen sollte, gerade wenn man sich auf den Weltjugendtag in Südkorea vorbereitet. Und damit herzlich willkommen zurück bei Koreatolisch, wo wir euch regelmäßig eine neue Facette des Gastgebers des Weltjugendtags 2027 vorstellen. Heute mit einem etwas ernsteren Thema. Wie bereits gesagt, dem koreanischen Märtyrertum. Stellt euch eine Kirche vor, die entsteht ganz ohne Missionare und ohne Priester. Einfach, weil Menschen lesen, nachdenken und überzeugt sind. Genau so beginnt die Geschichte des koreanischen Katholizismus. Und genau deswegen ist seine Geschichte auch von Anfang an von Risiko geprägt. Wie wir euch bereits in unserem letzten Video zum Thema Religion in Korea erklärt haben, entdeckten Ende des 18. Jahrhunderts koreanische Gelehrte christliche Schriften, vor allem in China. Darin stießen sie auf Gedanken, die revolutionär waren, wie alle Menschen sind vor Gott gleich, die Würde hängt nicht vom Staat ab und das innere Gewissen ist wichtiger, als blind Befehlen zu folgen. Für viele Menschen mögen diese Gedanken vielleicht befreiend geklungen haben, für die koreanische Regierung allerdings sehr gefährlich. Denn im damaligen Korea, im Königreich Joseon, war die Gesellschaft stark hierarchisch und vom Konfuzianismus geprägt. Besonders wichtig, die Ahnenverehrung. Für die Christen war das allerdings ein Problem. Sie wollten ihren Ahnen nicht huldigen. Der koreanischen Regierung war das ein Dorn im Auge. Und für sie war es ein Riesenaffront gegen Loyalität, Ordnung und Tradition. 1801 begann dann, was heute oftmals nüchtern als Verfolgung bezeichnet wird, sich für die Betroffenen aber wohl eher wie ein Albtraum angefühlt haben muss. Tausende Christen wurden verfolgt, denunziert, gefoltert und hingerichtet. Junge, alte, Männer, Frauen, Adelige genauso wie normale Bauern. Viele von ihnen wussten, was auf sie zukommt, und dennoch entschieden sie sich: Ich bleibe meinem Glauben treu. Das Besondere an diesen Märtyrern ist nicht ihr Tod, sondern ihr Leben davor. Sie waren keine Superhelden, sondern ganz normale Menschen mit Zweifeln und Sorgen. Manche von ihnen waren nicht älter als Teenager, andere hatten Kinder, für die sie Verantwortung trugen. Und dennoch entschieden sie sich: Ich verleugne meinen Glauben nicht. Zwischen 1801 und 1866 folgten dann weitere Verfolgungswellen. Ganz besonders brutal war die von 1866, bei der fast alle ausländischen Missionare ermordet wurden und tausende koreanische Christen starben. Am Ende zählte man über 10.000 Märtyrer. Wie wir euch aber bereits in unserem letzten Video erzählt haben, überlebte die Kirche überraschenderweise. Sie wuchs sogar. 1984, fast 200 Jahre nach den ersten Verfolgungen, geschieht dann etwas Historisches. Papst Johannes Paul II. Kommt nach Seoul und spricht hier 103 koreanische Märtyrer heilig. Es war das erste Mal, dass eine Heiligsprechung außerhalb des Vatikan stattfand. Und er sendete damit ein starkes Signal. Diese Geschichte gehört nicht nur Korea, sie gehört zur Weltgeschichte. Aber warum ist das denn wichtig für junge Menschen heutzutage? Weil diese Märtyrer keine Menschen waren, die einfach mitgeschwommen sind. Sie haben sich gefragt: Wofür stehe ich? Was ist mir so wichtig, dass ich es nicht aufgebe, auch wenn es mal unbequem wird? Natürlich erwartet heutzutage niemand mehr von uns, dass wir unser Leben für den Glauben opfern. Aber die Frage bleibt aktuell. Lebe ich meinen Glauben nur dort, wo es auch bequem ist? Oder traue ich mich, Haltung zu zeigen für Gerechtigkeit, für Menschenwürde und Barmherzigkeit? Der Weltjugendtag findet nicht zufällig in Südkorea statt. Das Land hat eine ganz besondere Glaubensgeschichte. Die Märtyrer erinnern uns daran, dass die Kirche nicht einfach nur aus Gebäuden besteht, sondern aus Menschen. Menschen, die glauben, zweifeln und trauern. Menschen wie dir und mir. So, das war's für heute. Aber natürlich noch lange nicht alles zum Thema Südkorea. Wenn ihr mehr über den Gastgeber des Weltjugendtags 2027 erfahren wollt, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt Koreatolisch. Dann zum Thema Geschichte Koreas. Oder abonniert einfach direkt den Kanal. Bis dahin, 좋은 하루 보내세요.